Man muss nicht immer nur ins Ausland schauen. Auch bei uns passieren Abzocke und Diebstahl. Ich habe eine Zuschrift von Andreas H. bekommen. Er und seine Frau sind bei Hannover auf einem Supermarktplatz mitten am Tag beklaut worden. Hallo, ich bin Tom. Ich habe eine Mail von Andreas bekommen. Er hat auf das Video über die Schlagersängerin Michelle, die in Spanien beklaut wurde, reagiert und mir seine Geschichte gesendet. Fangen wir direkt an. Andreas hat mir Folgendes erzählt. Er und seine Frau waren gerade vom Einkaufen zurückgekommen und luden die Lebensmittel in ihren Kombi. Während sie so beschäftigt waren, kam ein junger Mann auf sie zu und fragte nach dem Weg zur S-Bahn-Station. Alexander unterbrach kurz das Beladen und erklärte ihm freundlich den Weg. Obwohl Alexander und seine Frau die Fahrzeugtüren geschlossen hatten, hatten sie nicht abgeschlossen. Ein Komplize des jungen Mannes, der sich unbemerkt in der Nähe aufgehalten hatte, nutzte diese Unaufmerksamkeit aus und schnappte sich blitzschnell die Handtasche aus dem Fußraum auf der Beifahrerseite. Als Alexander und seine Frau mit dem Einräumen fertig waren, bemerkten sie, dass die Handtasche verschwunden war. In der Tasche war ein nagelneues Samsung Club-Handy, eine stylische Sonnenbrille und natürlich die Handtasche selbst. Zum Glück hatten sie kein Bargeld, keine wichtigen Dokumente oder Karten dabei. Trotzdem waren sie über den Verlust von fast 1.000 € natürlich sehr verärgert. Sie erstatteten sofort Anzeige bei der Polizei und sperrten das Handy mit Hilfe von Samsung. So etwas passiert einem selbst niemals. Denkt man oft. Das gibt's nur in Filmen. Aber nein, Andreas und seine Frau wurden mitten im Alltag auf einem stinknormalen Supermarktparkplatz in der Nähe von Hannover zu Opfern eines einfachen Diebstahltricks. Interessant, oder? Wie so oft schon erwähnt, gibt es solche Tricks und Ablenkungen mit Diebstahl auch in Deutschland. Diese Geschichte spielte sich am 2.5.2024 ab. Ist also noch taufrisch. Was können wir daraus lernen? Neben der Tatsache, dass einige hier in den Kommentaren nicht immer über das Ausland und über die bösen Ausländer schimpfen sollten, da es das bei uns genauso gibt, gibt es auch einige praktische Erkenntnisse. Auch auf dem Supermarktparkplatz zu Hause, nicht nur in Italien, Spanien, Kroatien, Türkei, Griechenland und Co., sollte man darauf achten, dass man die Türen seines Autos oder Wohnmobils immer verschließt. Wenn man sein Auto aufschließt, um zum Beispiel Einkäufe zu verstauen und keinen Blick auf den Innenraum des Fahrzeugs bzw. die vorderen Türen hat, sollte man diese auf jeden Fall verschließen. Spätestens, wenn man von einer fremden Person angesprochen wird, sollte man den Knopf zum Verschließen drücken. Wenn es einem doch einmal passiert, hilft es, eine Dashcam im Auto oder im Wohnmobil zu haben, die auch den Innenraum filmt und mit einem Bewegungsmelder ausgestattet ist. So hat man mehr Chancen, dass die Polizei einem helfen kann. Einen Link zu Dashcams findest du in der Videobeschreibung. Außerdem sollte man auf jeden Fall die Polizei informieren, alleine schon deswegen, dass diese in diesem Gebiet die Augen offen hält. Und falls sie jemanden auf frischer Tat ertappen, hat man eventuell Glück, seine Wertsachen wiederzubekommen. Außerdem solltest du in solch einem Fall sofort in den Supermarkt gehen und fragen, ob es Überwachungskameras auf dem Parkplatz gibt. Falls ja, sollen die Aufnahmen für die Polizei bereitgestellt werden. Manche Überwachungssysteme überschreiben die Daten noch nur in wenigen Tagen wieder. Man sollte also schnell reagieren. Natürlich gelten auch die üblichen Tipps, wie stets aufmerksam zu sein und ein wenig Vorsicht bei Fremden walten zu lassen und so weiter. Magst du mir auch deine Geschichte erzählen? Dann gehe bitte auf tomshelpfacts.de und schreibe sie mir. Vielleicht taucht auch sie schon bald in einem Video auf und hilft uns anderen, gewarnt zu sein und daraus zu lernen. Andreas, vielen Dank für deine Geschichte. Sie ist wirklich sehr lehrreich und hilft bestimmt einigen von uns, dass uns das nicht auch passiert. So, das war's schon. Bitte like das Video, abonniere den Kanal. Bis bald. Ciao, ciao.